Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Der Vibot F1 Pool Skimmer Roboter, den seht ihr dort hinten. Den Vibot S2 Solar, den seht ihr hier inklusive der Solar Docking Station. Das dritte Video, das ich euch in dieser Serie zeigen möchte, ist mein Testvideo zum Vibot C2 Vision. Ein Poolroboter mit eingebauter Kamera und künstlicher Intelligenz, die die Verschmutzung im Pool automatisch erkennen soll und so die Reinigung um bis zu 20% effektiver machen soll. Ob das Ganze tatsächlich so funktioniert, wie es in der Werbung versprochen wird, dem möchte ich auf den Grund gehen, und zwar in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran, denn gleich geht's los. Nachdem ich euch im letzten Video den F1 Poolroboter, den Skimmer, gezeigt habe und den S2 Solar Poolroboter, der hier steht, möchte ich euch heute den C2 Vision etwas näher bringen. Wenn euch die Videos zum S2 Solar oder zum F1 Skimmer Roboter interessieren, schaut mal oben rechts in die Ecke. Dort verlinke ich euch die entsprechenden Videos zu diesen beiden Robotern. Nun ist der dritte im Bunde, der mir von Vibot zur Verfügung gestellt worden ist, und zwar der C2 Vision. Und die Besonderheit, auch wenn er optisch ähnlich aussieht wie der S2 Solar, ist hier vorne schon zu sehen mit der Kamera. Dieser Poolroboter fährt komplett autonom, hat eine Kamera eingebaut, erkennt die Umgebung, er erkennt den Schmutz im Wasser und baut so seine eigenen Routen. Er sucht den Schmutz gezielt und saugt diesen auf. Der Roboter hat vorne zwei Bürsten, hat einen Raupenantrieb und im Unterschied zum S2 Solar kann dieser nicht über die Docking Station geladen werden, sondern wird oben über den Stromanschluss, den ihr hier seht, geladen. Eine Ladung soll für ungefähr 3 Stunden reichen, um den Pool zu reinigen. Danach muss er wieder an den Strom. Für den Strom gibt es einen Adapter, Euro-Stecker und einen Stecker, der einfach nur hineingesteckt wird. Das Ganze lädt dann perfekt auf, allerdings solltet ihr das nicht im Wasser machen. Dieser Poolroboter arbeitet letztendlich wie jeder andere Poolroboter auch. Der Schmutz wird durch die beiden weichen Gummibürsten, die sich übrigens unabhängig voneinander drehen, aufgeraut, aufgekratzt, vom Boden werden nach innen gewischt, und hier hinten ist dann diese Einsaugöffnung, wo das schmutzige Wasser, der Dreck, hineingesaugt wird, und zwar nicht nur Kleinstpartikel, sondern durchaus auch Laub und größere Stücken, die sich am Boden ansammeln können. Zwei Gummilippen hier unten ziehen nochmal hinterher, um zusätzlichen Dreck einsaugen zu können. Auf der Rückseite ist dann auch der Filter versteckt. Das Teil, seht ihr hier, kann ganz einfach herausgenommen werden, und für die Reinigung kann man den Deckel abmachen, und ihr seht, das Teil ist relativ groß, da passt schon mal eine ganze Menge rein, und wenn das Teil fertig ist, der Poolroboter, dann könnt ihr diesen Filter einfach unter fließendem Wasser ausspülen und direkt wieder einsetzen. Im Roboter selber ist hier hinten einfach nur ein kleines Gitter eingebaut, und für den Fall, dass der Pool nicht sehr schmutzig ist, aber viele Feinteile enthält, gibt es noch einen ultrafeinen Filter. Dieser hier, der kann zusätzlich hier noch mit eingebaut werden. So hängt er dann im Pool drinne und der Filter wird davor gesetzt. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Roboter dann wirklich halbwegs sauberes Wasser braucht, weil ansonsten dieser Filter so fein ist, dass das ruckzuck verstopft und dann eben auch die Leistung des Roboters reduziert. Was gibt es noch dazu, außer den Stecker? Ihr habt einen Haken mit dazu. Die Stange, um diesen Haken zu befestigen, um den Roboter aus dem Wasser herauszuholen, die müsst ihr euch selber besorgen. Idealerweise habt ihr die schon, da hängt nämlich ein Kescher dran oder ein anderer Haken oder was auch immer ihr da für den Pool schon braucht. Dieses Teil braucht ihr auf jeden Fall, denn dieser Roboter parkt nicht an der Wasseroberfläche, wenn er fertig ist, sondern er fährt an den Beckenrand und bleibt dann unten stehen, so dass ihr ihn problemlos herausholen könnt, allerdings nur mit einem Haken. Dann gibt es noch ein Handbuch mit dazu, ein richtig dick gedrucktes Handbuch, das auch in deutscher Sprache verfügbar ist, und wie bei den anderen beiden Robotern auch gibt es eine Schnellstartanleitung in englischer Sprache, wo ihr in insgesamt 14 Schritten erklärt bekommt, wie ihr diesen Roboter zum Einsatz bringt. Ich werde den Roboter ins Wasser setzen. Ich werde ihn einschalten. Anschließend werde ich euch zeigen, wie ich den mit meiner App kopple, damit ich ihn über das Telefon steuern kann. Denn er hat noch ein paar tolle Funktionen, die eben nicht am Gerät bedient werden können, sondern nur über die App funktionieren. Das bedeutet, ihr braucht die App. Die Links findet ihr unter dem Video in der Beschreibung, und ihr braucht ein Kundenkonto bei Vibot, um alle Funktionen tatsächlich nutzen zu können. Und danach werde ich den Roboter hier mal eine ganze Weile im Pool laufen lassen und euch zeigen, wie effektiv er tatsächlich den Schmutz aus meinem Becken herausholt.
Um den Vibot C2 Vision zu installieren, habe ich die App bereits geöffnet. In der Übersicht sehe ich den Vibot S2 Solar und ich sehe den Vibot F1 Pool Skimmer. Über das Plus kann ich weitere Roboter auswählen. Wichtig ist, dass ihr Bluetooth aktiviert habt, denn über diesen Weg wird der Roboter auch gefunden. Ganz unten sehe ich den Vibot C2 Vision, den die App erkannt hat. Ich klicke das Ganze an und die App sucht nach passenden WLAN-Netzwerken. WLAN braucht ihr, um die Firmware immer auf dem neuesten Stand zu halten. Ansonsten läuft das meiste über Bluetooth. Ich wähle mein Netzwerk aus und gebe das Kennwort ein. Nachdem ich das WLAN mit dem Roboter gekoppelt habe, wird mir ein Pool angezeigt, den ich mit dem Roboter reinigen möchte. Da ich nur den einen Pool habe, habe ich diesen bereits ausgewählt. Ihr seht aber, ihr könnt mehrere verschiedene Pools mit dem Roboter reinigen. Ich bestätige und habe nun neben dem S2 Solar und den F1 Skimmer auch den C2 Vision in der Übersicht. Mit einem Klick auf die Kachel komme ich in das Untermenü des Roboters. Hier kann ich auswählen, in welchem Modus der Roboter den Pool reinigen soll. Der Roboter hat insgesamt 8 Modi, um den Pool zu reinigen. Neben der Boden- und Wandreinigung gibt es auch verschiedene Kombinationen der beiden. Ihr könnt die Wasserlinie separat reinigen. Ihr habt eine Option, um starke Verschmutzung am Boden zu reinigen oder eben die Ökoreinigung, welche eben weniger Strom verbraucht und der Roboter fährt dann einfach etwas langsamer. Der letzte Punkt ist die KI-Funktion. Über diesen Punkt wird der Roboter mit der Kamera gezielt nach Schmutz suchen und diesen aufsaugen. Im Expertenmodus kann ich zudem festlegen, in welchem Muster der Boden gereinigt werden soll. Ich wähle hier standardmäßig das Kreuzmuster oder alternativ das S-Muster. Und ich kann festlegen, in welchem Muster die Wand gereinigt werden soll. Hier steht mir das H-Muster, das N-Muster oder ganz neu das V-Muster zur Verfügung. Eine weitere Besonderheit ist der Zyklus-Timer. Dieser greift jedoch nur bei der Bodenreinigung. Hier kann ich einstellen, ob der Boden standardmäßig gereinigt werden soll oder mit der Drecksjagd, also dem gezielten Suchen nach Schmutz. Hier kann ich zusätzlich einstellen, inwieweit der Roboter seinen Akku schonen soll, um insgesamt 2-mal, 3-mal oder 4-mal mit der gleichen Akkuladung zu fahren, ohne dass ich den Roboter zwischenzeitlich aus dem Wasser heben muss, um ihn erneut zu laden. Als Beispiel, wenn der Roboter 120 Minuten am Stück fahren könnte ich hinterlegen, dass der Roboter insgesamt 2-mal fahren soll, zu je einer Stunde. Am ersten Tag 1 Stunde und eben 24 Stunden später ein zweites Mal. Um den Roboter mit dem Reinigungszyklus zu starten, muss ich ihn einfach nur ins Wasser schmeißen, aber vorher die richtige Funktion auswählen. Denn über das Bluetooth-Signal lässt sich der Roboter nur an Land steuern, im Wasser funktioniert das nicht mehr. Ihr müsst also vorher einstellen, was ihr vorhabt. Ich habe bei mir jetzt eingestellt die Standard-Vollreinigung, also Wände und Boden zugleich. Und während der Vibot C2 Vision zuverlässig meinen Pool reinigt, möchte ich euch ein paar der technischen Spezifikationen näher bringen. Die große Besonderheit ist natürlich die Kamera, die im Roboter eingebaut ist. Mit der Kamera und dem Dirty Hunting Mode wird gezielt nach Schmutz gesucht. Wenn ihr diesen Modus verwendet, müsst ihr natürlich vorneweg die Datenschutzerklärung zustimmen, damit die Aufnahmen überhaupt gemacht werden dürfen. Der Lithium-Ionen-Akku hat eine Kapazität von 6400 mAh und das soll reichen, um den Roboter insgesamt 2 Stunden pro Akkuladung nutzen zu können. Ich konnte die 2 Stunden in meinen Tests problemlos erreichen. Die Ladezeit beträgt ca. 3 bis 3,5 Stunden. In meinem Test habe ich das Kabel angesteckt und ihn über Nacht einfach durchladen lassen. Da stört es mich nicht, ich kann euch aber nicht sagen, ob die Ladezeit nun 3 oder 3,5 Stunden waren. Die Poolgröße wird mit maximal 150 Quadratmetern empfohlen. Habt ihr einen größeren Pool, dann wird dieser Roboter euch nicht mehr ausreichen. Die Wassertiefe sollte auch nicht tiefer als 2 Meter sein, da der Roboter sonst Probleme kriegen könnte. Mit 4,5 Kilo Gewicht ist er aber relativ leicht. Er kann Poolboden und Wände reinigen und nutzt dazu 8 verschiedene Reinigungsmodi. Der Dirt Hunting Mode ist eine KI-gestützte Reinigung, während die anderen 7 Modi die klassischen Reiniger wie Bodenreinigung, Vollpoolreinigung, Wasserreinigung oder eben die Wasserlinienreinigung sind. Insgesamt 8 Reinigungsmodi erlauben dem Roboter den Pool sicher und zuverlässig zu reinigen. Neben dem Dirty Hunting Reinigungsmodus, in welchem der Roboter mit der Kamera gezielt nach Dreck sucht, gibt es die Klassiker wie die Wandreinigung, die Bodenreinigung oder die Wasserlinienreinigung.
Ihr könnt individuelle Reinigungsrouten einstellen, also Kreuz- oder Parallellinien oder eben N- oder H-Linien für die Wände. Die Motoren sind bürstenlos, leise und effizient. Wenn er aus dem Wasser herauskommt, ist er aber deutlich zu hören. Der Standardfilterkorb ist ultrafein und ihr könnt den superfeinen Filter zusätzlich noch mit nachrüsten. Müsst aber nicht. Über die App-Steuerung, welche über Bluetooth funktioniert, könnt ihr die einzelnen Modi einstellen. Allerdings sollte das immer an Land passieren, da der Roboter unter Wasser nicht gesteuert werden kann. Der Roboter hat eine eingebaute Hinderniserkennung. Er erkennt Bodendüsen, aber auch leichte Kanten oder Treppenstufen und überfährt diese bzw. weicht diesen sogar aus. Ihr könnt den Roboter also fast in allen Poolarten fahren lassen. Die maximale Betriebstemperatur wird mit 35 Grad angegeben und die Mindesttemperatur mit 10 Grad Celsius. Die Schutzklasse ist auch hier IPX8, damit ist der Roboter für den Unterwasserbetrieb auf jeden Fall geeignet. Und um den Roboter aus dem Wasser herauszuholen, braucht ihr unbedingt den mitgelieferten Haken und einen eigenen Stab, an welchem ihr den Haken anklicken könnt. Denn, wie ich bereits sagte, hält der Roboter nicht oben an der Wasserlinie, sondern unten an der Wand und ihr müsst ihn aus dem Wasser selber herausheben. Aktuell lasse ich den C2 Vision im Dirty Hunting Mode laufen. Hier unten in diesem Bereich waren doch einige Schmutzpartikel, diese kleinen schwarzen Ameisen bzw. Reste von meiner alten EBTM hatte, die seht ihr vielleicht noch an den Ecken. Und der Roboter hat am Anfang doch etwas wirr im gesamten Poolbereich sich gedreht, gewendet, gesucht und gemacht, bis er letztendlich hier in diese Ecke gefahren ist und gezielt diese schwarzen Krümel, diese Schmutzstücke aufsaugt. Einige Sachen werden hochgewirbelt, das sieht man hier vielleicht auch. Die kommen nach oben, werden dann über den Skimmer eingesaugt bzw. über den Skimmer-Roboter. Vibot gibt in seiner Anleitung an, dass diese Methode, wo der Roboter gezielt den Schmutz sucht, eine lernende Methode ist. Es ist KI, die nicht von Anfang an alles kann, sondern sie lernt Stück für Stück dazu. In der Anleitung steht, ungefähr einen Monat dauert es, bis man wirklich Erfolge damit erzielt. Das ist eine ganze Weile. Für meinen Test hatte ich nicht so viel Zeit, das Ganze hier einen ganzen Monat zu testen. Deswegen bin ich mal auf euer Feedback gespannt. Habt ihr so einen Roboter? Habt ihr den länger als einen Monat schon laufen? Wie sind eure Erfahrungen? Wie gut schlägt sich diese KI-gestützte Suche nach Schmutzpartikeln am Boden, funktioniert das wirklich so gut. Der Roboter hat nämlich die Zone jetzt verlassen, hat einen Großteil der Schmutzstücke mitgenommen, aber da hinten sieht man zum Beispiel im Wasser, hoffentlich, da liegt noch einiges. Also alles hat er nicht mitgenommen. Der Vibot C2 Vision zieht seine Bahn hier unten im Pool. Der F1 saugt nach wie vor die Oberfläche und der Solar 2, der parkt im Moment noch in seiner Box. Den habe ich da drunter gelassen, damit die sich nicht hier ins Gehege kommen. Meine Tests sind soweit abgeschlossen, aber noch nicht vollständig. Ich werde die Geräte auf jeden Fall noch ein paar Wochen laufen lassen und je nachdem, wie sie sich machen, wird es ein Update geben, ein Folgevideo, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass mich primär der S2 von der Reinigungsleistung am meisten überzeugt hat. Der Roboter ist problemlos meine Treppen hochgefahren, hat das Podest gereinigt, hat die Wände schön gereinigt, hat auch die Wasserlinie akkurat sauber gereinigt. Das Einzige, was ja zu beachten ist, ist das Solarpanel. Wenn es hier am Rand steht, das ist nicht kindergeeignet. Wenn hier Kinder rumflitzen, drauftreten, ist das Ding kaputt. Habt ihr keine Kinder mehr oder keine Rumflitzer mehr hier, dann ist das meine erste Wahl. Der C2 Vision hat seine Arbeit auch gemacht, souverän. Allerdings war mir da einfach noch zu viel Chaos drin. Das System lernt und in der kurzen Zeit, wie ich den Roboter testen konnte, konnte es mich noch nicht komplett überzeugen, dass es wirklich richtig funktioniert. Der Boden ist deutlich sauberer geworden. Er hat viele Schmutzpartikel aufgenommen. Auch im Filter habe ich sehr viel Schmutz gefunden. Also der Roboter reinigt auf jeden Fall. Aber was mir aufgefallen ist, der Bereich an der Treppe, den konnte er nicht wirklich reinigen. Er hat die ersten beiden Stufen nehmen können. Ab der dritten Stufe ging es schon nicht mehr weiter, weil er dann immer nach links abgedriftet ist. Da muss ich mal Kontakt mit Vibot aufnehmen, ob es an der Firmware liegt oder am Roboter selber. Denn das, glaube ich, ist nicht normal. Darüber hinaus, durch die KI, hatte ich eben schon gesagt, muss das Teil lernen. Das braucht seine Zeit. Also da gibt es auf jeden Fall ein Folgevideo. Und der dritte im Bunde, der F1,
1, der zieht hier oben seine Bahn. Ja, Schaden tut's nicht. Und gerade für diejenigen unter euch, die vielleicht keinen richtigen Skimmer haben, wie ich dort hinten, sondern so ein großes Aufstellbecken mit einfach so einem Einhängeskimmer oder einfach nur den Schläuchen, die da irgendwo das Wasser zum Filter raussuchen, das ist für euch eine Option. Mit dem Teil könnt ihr die Oberfläche schön sauber halten und natürlich, wenn die Oberfläche sauber ist, rieselt auch nicht so viel Dreck nach unten weg. Das ganze Becken bleibt insgesamt sauberer. Nun seid ihr an der Reihe. Gebt mir doch mal ein Feedback zum C2 Vision Pool Roboter. Dieser Roboter arbeitet mit KI, die ja heutzutage in aller Munde ist, also lernfähige Roboter, die den Schmutz suchen und gezielt reinigen und damit den Akku schonen und einfach effektiver sind. Gebt mir gerne ein Feedback zum F1 Skimmer oder zum S2 Solar. Entweder hier direkt unter das Video in die Kommentare schreiben oder in den jeweiligen Videos zu den beiden Robotern. Die Links hatte ich euch ja oben rechts reingesetzt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut unbedingt mal unter das Video in die Beschreibung. Dort findet ihr den Promo-Link von Vibot und viele weitere Informationen. Dieser Roboter wurde gesponsert von Vibot und ich kann euch an der Stelle Promocode und spezielle Aktionen weitergeben. Alles findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Dort unten findet ihr auch weitere Links von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir an der Stelle doch bitte das Like, den Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, von diesen Robotern und vielleicht auch das Gewinnspiel, wo ich die Teile dann irgendwann im Laufe des Jahres wieder loswerden möchte, dann abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr diese ganzen anderen Videos nicht. Ich bin an der Stelle bereits fertig, sage Dankeschön fürs Zuschauen, freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut, ciao.